Guten Morgen, heute mal wieder ein Video. Heute ist der große Tag, wahrscheinlich wird heute der Container kommen. Und wir haben jetzt eigentlich schon festgestellt, dass es vielleicht doch ein Fehler war, das ganze Zeug hierher zu bringen. Wir haben so viel im Container, haben jetzt ein recht kleines Haus. Das heißt, es wird alles komplett vollgestellt. Wir müssen in den Carport packen, wir müssen in die hintere Varangue, das ist so eine überdachte Terrasse, die Sachen hinstellen, einfach aussortieren, weil es einfach so nicht ins Haus geht. Auf 130 Quadratmeter kannst du kein 250 Quadratmeter Haus packen. Natürlich auch viel Yoga-Sachen mitgenommen, Yoga-Klamotten, Kissen, Polster, Zeug, weil Silvia hier auch wieder mit dem Yoga anfangen möchte. Und da ist es super, wenn man eine Grundausstattung hat, aber allein das sind also Minimum 20 Kartons. Wo willst du die hinstellen, wenn du keinen Keller hast, keinen Dachboden? Ja, das ist also dazu. Wir haben jetzt heute Morgen mal so ein bisschen Vorauswahl schon gemacht mit dem Container beziehungsweise mit dem Inhalt. Die Kisten, die sind ja alle zugeordnet, was wohin dann kommen soll, wenn die Jungs irgendwann hier aufschlagen und es reintransportieren. Das dazu. Und dann möchte ich heute noch ein paar Fragen beantworten, die mir so im Laufe der Zeit gestellt wurden, zu denen ich vielleicht ein bisschen was erzählen kann. Das eine sind die Lebenskosten, da wurde danach öfter gefragt. Lebenshaltungskosten, Nahrungsmitteln, das ist schon teurer als in Deutschland in Teilen. Das heißt, bisher haben wir hauptsächlich gekauft in den großen Supermärkten Carrefour, Leader Park und wie sie alle heißen. Und dort ist es natürlich hauptsächlich Importware, die dann verkauft wird. Da sind die Preise, denke ich mal, im Schnitt so 20% höher. Wenn man sich aber auskennt, kann man im Laufe der Zeit dann auch Sachen kaufen, die auf den Märkten sind. Die Märkte sind reich mit allem Früchten, Gemüsesorten, alles, was man kriegt. Interessant ist auch, dass dort dann die Preise um einiges günstiger sind. Wenn du aber im großen Supermarkt Früchte und Gemüse kaufst, da ist oftmals das, was aus Indien oder aus Südafrika kommt, günstiger als das, was von den einheimischen Bauern kommt. Das sind wahrscheinlich die Margen und die Bauern sagen, wir verramschen das hier nicht in Konkurrenz mit billig aus Indien, Zwiebeln oder keine Ahnung, anderes Gemüse, Äpfel aus Südafrika, kostet dann das Kilo irgendwie 2,50 Euro. Das ist natürlich dann konkurrenzlos. Aber wenn du auf die Märkte gehst, wenn man weiß, wo man hinkommt oder hingehen soll, dann wird es um einiges günstiger. Das heißt, viele machen es so, dass sie einen Einkauf in der Woche machen nach den Angeboten in den großen Supermärkten und da gibt es dann wirklich die Schnäppchen, dass ein Rabatt von 50% ist oder so. Dann ist es auch in Teilen günstiger als hier, also als in Deutschland. Und dann musst du aber einfach einen Plan haben, was kaufst du, wie viel, also Großeinkauf mit den Angeboten, die man dann in die Gefriertruhe packt, oder dann im Kühlschrank und das Gemüse, alle frischen Sachen, die Brote und Baguette und was man sonst so alles hat, das kauft man dann auf dem Markt beziehungsweise dann lokal im Laden. Die Sachen sind auch nicht teuer. Ich meine, du kannst mit Sandwich Baguette und das belegen mit Thunfisch und Salat oder wie auch immer, kannst du auch über den Tag kommen, aber auf Dauer ist es natürlich dann nicht so toll. Also die Lebenshaltungskosten sind teurer. Ich denke, wir werden aber runterkommen, wenn wir wissen, wo man hingeht, wo man was kauft. Und da haben wir auch schon tolle Tipps von unseren Nachbarn bekommen. Aber wir sind einfach erst 2 Wochen da und insofern braucht das alles Zeit. Auf der anderen Seite darf man eins nicht vergessen, wenn ich in Deutschland um die 3.000, 4.000 Euro im Jahr brauche für Öl, Gas, Holz, das ich ja da viel gemacht habe, dann, dann kannst du das umrechnen. Das brauchst du hier alles nicht. Du brauchst keine Winterklamotten. Allein diese Kosten, wenn du die zusammennimmst und dann auf einen Monat umrechnest, dann kannst du Lebensmittel kaufen ohne Ende. Und ein zweiter Punkt in dem Zusammenhang, der wichtig ist,
Deutschland hat die billigsten Lebensmittelpreise überhaupt. Das heißt, selbst die Menschen aus Tschechien, aus Frankreich, aus Polen, überall kommen sie nach Deutschland, um zu kaufen, weil natürlich in Deutschland Lidl, Aldi, billig, riesige Massen einkauft und entsprechend dann auch natürlich die Preise drückt. Aber das ist ja eigentlich im Grunde genommen nicht die Realität. Das Zweite oder dazu auch noch zu sagen ist, dass die Qualität hier der Lebensmittel, ob das jetzt die Mangos sind, ob das die Bananen sind, Ananas, alle diese Früchte, die Qualität ist natürlich viel höher, es ist saftiger, es schmeckt einfach besser, weil es ist frisch, es wird nicht gereift, so wie es ist, wenn sie es über einen Container übers Meer bringen. Und insofern, ja, Lebensmittel sind im Moment für uns noch teurer. Ich würde mal sagen, im Schnitt sind es 20%. Weitere Frage, die gestellt wurde, wovon leben wir? Das ist jetzt ein etwas schwieriges Thema. Wir hatten das natürlich uns anders jetzt erstmal vorgestellt. Das heißt, wir sind beide selbstständig. Wenn du nicht arbeitest, verdienst auch nichts. Ich habe Gott sei Dank meine Kunden noch aktuell an Bord. Das heißt, die arbeiten mit mir weiter, wobei für mich jetzt auch die Hauptsaison eigentlich vorbei ist. Es ist jetzt viel weniger. Das trägt natürlich lange nicht die Kosten. Die Silvia wird nächsten Monat wieder ein bisschen anfangen mit Online-Yoga, weil doch einige auch gefragt hatten, ob sie weitermachen würde. Und insofern werden wir jetzt, oder wird sie von hier aus auch Online-Yoga ein bisschen machen. 4 Stunden in der Woche. Darüber hinaus natürlich halt versuchen, auch das Yoga hier anzuleiern.